Das, was die größte Herausforderung immer war der Weg nach Hause. Je mehr du da draußen siehst und je mehr du auch mit anderen Kulturen zusammen hast, umso schwerer ist es eigentlich wieder in diesen deutschen Alltag zurückzugehen. So, ich habe das auch schon gehabt, dass halt der Bär dann ums Zelt ist, wo es dann knapp war, es war aber nie, also wo der eine, der hat mich mal angegriffen, wo der im Prinzip auf dieser Insel unser Zelt zerrissen hatte, hat auch unsere Essensbox aufgebrochen und wollte das halt nicht aufgeben. Und da habe ich halt 2-3 Mal vor denen in die Erde geschossen. Und dann hat er sich halt überlegt, dass er da nicht nochmal angreift. Aber es ist halt schon wie im Zoo, nur ohne Gitter halt. Ne? Ein wunderschön, liebe Leute. Wir haben uns heute hier versammelt. Ich bin Jerry. Er ist Chris, genau. Und wir sind heute zu Besuch bei dem lieben Micha. Grüß dich, Micha. Hi. Genau, die beiden kannten sich schon. Und genau, schön, dass wir hier sein können. Kein Problem. Also Micha, mir wurde erzählt, dass du schon viel rumgekommen bist. Dass du in den letzten 20, 25 Jahren irgendwie schon ziemlich viel gereist bist. Ja, das stimmt. Das ist aber auch erschreckend, weil ich im Prinzip merke, dass ich schon ganz schön alt bin. Aber das stimmt schon. Ich bin halt ziemlich zeitig, habe ich gewusst, dass ich irgendwie will, was von der Welt sehen will und bin dann halt, keine Ahnung, mit 19, Fahrrad gepackt und halt los. 19, welches Jahr war das? Oh, das ist mal eine Scheißfrage jetzt. Jetzt wollen wir es genau wissen. Da müsst ihr jetzt schneiden, oder? Da muss ich rechnen. Warte, 25, 26 Jahre, 96. Ja, müsste es gewesen sein, irgend sowas. Und von dort an eigentlich jedes Jahr irgendwelche Touren oder irgendwelche? Ja, das war das erste Jahr, das war halt so eine Radreise nach Schweden. Und die war im Prinzip geführt, habe gedacht, ich will irgendwas Aktives machen und vorher war das im Prinzip nicht, weiß ich nicht, habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt und das war dann so eine Gruppenreise. Geführt von wem? Also wie das war bei der Kirche, war das so wie so eine Freizeit und habe ich gedacht, okay, guckst du an, ich war jetzt nicht so der ultra kirchlich, aber irgendwie habe ich gedacht, das machst du. Und bei der Reise habe ich meine Frau kennengelernt, das ist halt auch schon ganz schön lange her. Mit 19, ja? Ja. Also ich war 16, ich war 19. Und da habe ich gedacht, die musste dir cashen. Also Schweden hat mir gefallen und dann ging das halt weiter und nächstes Jahr dann Norwegen auf eigene Kappe. Also das war halt wirklich mal der Einstieg. Auch wieder mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad Norwegen, das war halt auch sportlich. Jetzt halt ziemlich berghoch, bergunter. Ein paar mehr Details, von wo nach wo ging es in Norwegen? Oh, das kann ich auch nicht mehr sagen. Ja. Ich glaube wir sind von Oslo aus, sind wir dann hier ziemlich an die Küste rüber, dann diesen Trollstiegen, dieses ganze, wo diese Finsebahn ist, also das haben wir irgendwie dann auch alles irgendwie mit dem Rad versucht zu fahren. Also auch diese, was weiß ich, kleinen Stiege, wo es relativ steil halt ist. Und das war halt wirklich der Einstieg so in 3 Wochen. Ja, und dann war das halt klar, dass das irgendwie lange kein Ende ist. Was war anstrengender zu fahren mit dem Fahrrad? Schweden oder Norwegen? Ja, Norwegen. Norwegen ist schon viel bergischer. Da geht es ständig hoch und runter. Hat mal so ein Berg, keine Ahnung, das waren 30 Kilometer, ging das Ding bergauf, ey, das war wirklich, das zog sich. Ja, aber da warst du halt noch jung, da ging das alles noch. Und Norwegen fand ich halt cool. Dann habe ich gedacht, was gibt es noch irgendwie in der Richtung? Und dann bin ich halt das Jahr drauf mit einem Kumpel. Ich glaube 5 Wochen waren es, oder 6 Wochen, 5 Wochen, ein paar durch Island. Und es war halt cool, dass ich im Prinzip damals die Reisen gemacht habe, wo der Tourismus jetzt noch nicht ganz so wild war. Also wenn du jetzt nach Island fährst, hast du halt schon extrem viele Leute. Und als wir dort waren, gab es schon nur Radfahrer oder sowas, aber da war das noch lange nicht so wild wie jetzt. Also war es eher der Exot damals schon, wenn du sowas gemacht hast. Recht überlaufen. Ja, also Island ist schon viel. Und halt Island ist schon landschaftlich total geil, aber du hast halt das Wetter, ne? Und in Island ist halt immer Wind. Und Wind in Island ist dann, wenn die Vögel rückwärts fliegen. Und das ist halt echt, wir haben manchmal nur geschoben und hier am kleinsten Gang irgendwie gekurbelt und durchs Hochland irgendwo, durch Flüsse. Und was waren das für Strecken, die ihr da am Tag zurückgelegt habt? Ja, wir sind ja keine Ultrasportler, aber so zwischen 80 und 110 irgendwie. Ja, das
je nachdem. Und wenn halt Sportlich. Wind halt total übel war, dann war es natürlich weniger. Also dann schaffst du das nicht. Also wenn du jetzt nur Gegenwind hast und kennst dich da, dann kann es sein, dass du nur 50 fährst. Aber so bei 80 waren es eigentlich 80 und mehr so in der Richtung. Wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Wann seid ihr früh los oder wie ist das? Wie war der Tagesablauf? Naja, du fängst halt irgendwie, keine Ahnung, musst dir einen Wecker stellen, weil du gehst ja breit ins Bett, bist ja immer geschafft und isst eigentlich für 3, weil du so einen hohen Energieverbrauch hast und dann bist du im Prinzip, ja, weiß ich nicht, vielleicht um 10 irgendwo am Pennen, schreibst ein Tagebuch, quatschst noch ein bisschen und wenn du dann um 11 einschläfst, dann ist es schon sinnvoll, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, um 8 einen Wecker stellen oder so. Und wir sind halt keine Frühaufsteher, das heißt, oder ja, bin ich heute noch nicht. Aber dann ist es halt echt gut, wenn du dann einen Tag in Ruhe angehen kannst, machst du noch irgendwie, keine Ahnung, machst einen Kaffee, was zu essen irgendwie und dann packst du Zelt und den ganzen Kram zusammen, musst du ja alles wieder in Fahrradtaschen packen. Und dann sind wir ziemlich spät immer los, also wir sind so, was weiß ich, 10, 11, irgend sowas sind wir dann los. Okay. Und dann fährst du halt bis abends um 7, um 8. Ja, also eigentlich den ganzen Tag wirklich auf dem Fahrrad verbracht. Das ist unterwegs. Ja, stark. Wie sah das verpflegungstechnisch aus? Also, naja, wie konntet ihr euch da versorgen? Naja, da gibt es ja schon auch Ortschaften. Also da aber 80, 100 Kilometer am Tag, also Distanzen zwischen den Einkaufsmöglichkeiten, sage ich mal. Ja, wir hatten dann schon alle 4 Tage eine Möglichkeit. Und wenn du dann eben ins Hochland fährst, Hochland ist ja mehr oder weniger, ja, will ich sagen unbewohnt, aber da hast du halt kaum Einkaufsmöglichkeiten oder gar keine. Je nachdem, wo du halt lang fährst, aber da ist halt nichts. Du musst halt, wenn du sagst, okay, wir rechnen ein, die Strecke, was weiß ich, 5 Tage, 2 Tage Puffer, musst du halt für 7 Tage irgendwie was mitnehmen. Also brauchst du ja schon immer mehr. Du weißt ja nie, wie es ist. Wir sind auch in Landmanner Lauga, das ist ja dieses Gebiet, das ist auch hier Land der bunten Berge, da sind wir, ja, wir haben ja keinen Wetterbericht, im Internet war nicht. Nee, und dann kam halt Sturm und da war komplett, da ist noch so ein Camp dort gewesen, da waren wir ein Stück weg, da hat 80% der Zelte hat's zerrissen und da war komplett Notstand. Welche Leute sind umgekommen, die in Bergen waren, also das war relativ heikel und wir standen zum Glück hinter so einem Lavahaufen, der im Prinzip auch Wind genommen hat und wir saßen dann halt wirklich auch hier im Rücken nur am Zelt. Weil, was weiß ich, 150 Sachen irgendwie. Aber Zelt hat standgehalten. Also ja, mit dem Rücken an der Wand dann. Also an der Zeltwand. Und mein Kumpel, der kann immer schlafen und dann habe ich dann irgendwann nachts den geweckt, habe gesagt, ja, komm irgendwo, also irgendwas müssen wir machen, sonst wedelt ja das Zelt um die Ohren. Also du warst wach und der hat gepennt und dann kann er wieder, ist das so schlimm, ist das nicht, hat sich wieder hingelegt, das ist so ein Prinz. Aber das war dann schon heikel und als wir dann irgendwie weiterfahren konnten, haben wir das in Nachrichten, dann als wir zurück waren, dann in der nächsten Stadt. Und da war das dann in Nachrichten, dass halt dort gerade viel auch passiert ist, dass dieses Camp, was halt, keine Ahnung, Kilometer von uns weg war, zu 80% kaputt war und Leute verschollen waren, die haben sie dann irgendwie gesucht und es ging kein Bus und es ging eigentlich nichts, konnte keiner fliegen. Sturm hieß nur Wind oder war das auch Regen und wirklich? Nee, das war nur, das nicht, das war nur Sturm. Ja. Wir hatten auch einen Haufen Regen, du musst ja, im Hochland gibt es ja auch keine Brücken oder kaum Brücken. Du musst ja durch die Flüsse durch und das kommt halt drauf an, wenn es da richtig gießt oder so, dann hast du als Fahrradfahrer schon eher ein Problem. Du musst ja mit den Taschen, dem ganzen Scheiß, also wir haben dann, wenn es halt irgendwie ging, Taschen ab, Taschen einzeln rüber und dann halt das Fahrrad durch. Also wenn du jetzt mit dem Fahrrad da durchschiebst, also bei kleinen Sachen kannst du das machen, aber wenn es halt tief ist, was nicht dann cool ist, wenn du da irgendwo auf dem Zeltplatz oder irgendwo bist, die haben ja überall, sag ich mal, Eisequellen. Und dann haben die Einheimischen immer diese Hotpots irgendwie, wo du dann abends rein kannst, weil die ja jedes warme Wasser haben. Ja. Und das war eigentlich ganz cool, wenn du dann irgendwo die Schnauze voll hattest und gesagt, heute gehen wir mal irgendwo hin, zelten irgendwie und dann haben die so ein Ding, wo du da einsteigen kannst, das war schon cool. Ja. Nach der Island-Tour, wo ging es dann? Nach Westgrönland. Da gibt es so einen Trail, Polar Circle Trail. Und der geht im Prinzip vom Inlandeis an die Küste. Also du kannst, wenn du an der Westküste fliegst, kannst du nach Kangerlussuaq fliegen. Das ist so ziemlich am Inlandeis, war ein Stück weg, aber nicht weit. Und dann kannst du im Prinzip auf dem
Ja, Polarcircle, also auf dem Polarkreis ungefähr so langlaufen, bis du dann in Sisimiut an der Küste rauskommst. Und das haben wir halt gemacht. Das war ziemlich cool. Zeitlich war das jetzt auch, als du 19 warst, war es ein Jahr später. War dann nach Island das Jahr. Ja. Also Naja, und das war ziemlich schön, muss ich sagen. Halt auch nochmal eine andere Landschaft. Damals jetzt, ich weiß nicht, ob sie das umgesetzt haben, aber die wollten damals so Hütten bauen. Es war damals nur eine Hütte unterwegs, so etwa an der Hälfte. Wie kann man sich Distanzen vorstellen, wenn ich mal kurz zwischengehen kann? Das war denn das? War gar nicht so weit. 180 Kilometer, 200 Kilometer, irgend sowas. Gesamthaft, was ihr gemacht habt? Ja, aber halt weglos. Okay. Es war halt, Querfeldein. ja, es war halt nur, also es war halt ab und hin haben die so Steinmanns gebaut, wo du Zur Orientierung. Orientierung grob, aber es gab halt keinen festen Trail und es waren halt so wenig Leute, die da gelaufen sind, also da war auch nichts ausgetreten und irgendwas. War nicht viel, also Grönland war zu der Zeit nicht viel besucht. Nee, also Westgrönland war schon touristisch mehr erschlossen als Ostgrönland, aber es war verschwindend, also wir haben ein paar Leute getroffen, aber das war lange nicht zu vergleichen mit, was weiß ich, Kungsleden oder. Bis heute. So. Ja, und ich denke, das ist heute auch mehr. Und das Schöne war halt auch, dass dort im Prinzip auf diesem Trail oder auf dem Weg dahin ist so ein langgezogener See, der heißt Amitors Rock. Und haben die da Boote hingeschafft, also ein paar Kanus, 3 oder 4 Kanus lagen da dort. Ja. Und dann kannst du im Prinzip, wenn du das willst, kannst du 25 Kilometer oder was, so 30 Kilometer kannst du da paddeln. Und du brauchst nicht alles so am Ufer lang schleppen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Ja, und dann war aber gerade an dem Vortag, wo wir dann angekommen sind an dem See, war halt Sturm. Macht ja keinen Sinn, dann ins Boot zu steigen. Ja, gesagt, komm, scheiß, da warten wir. Und dann haben wir halt gewartet bis irgendwie, ich glaube, um 10, um 11 abends oder sowas. Dann wurde halt der Wind weniger und gesagt, jetzt kommen scheiß in die Boote, pennen wir nicht, paddeln wir. Und das war halt total irre. Also dieser See, es war so klar, du konntest halt runter gucken, weiß nicht wie tief der war. Du konntest auf den Grund gucken, hast die Fische gesehen. Also das war wirklich so beeindruckend. Also ich habe schon viel gesehen und auch so viel gepaddelt und alles, aber den See vergesse ich halt dann nicht, weil das so besonders klar war. Und das war genau meins. Ja. Und das Problem, was halt dann aufkam, war halt doch der Wind dann irgendwie nachts um 2 oder so, dann ging das halt los und das war schon ganz schön heikel im Endeffekt. Es war dann links und rechts so ein bisschen wie Steilküste, du konntest nicht anlanden. Und dann war das auch so, naja, durch diese Steilwände war das schon auch wie so ein Windkanal. Jo. Und wir da mitten drauf und dann haben wir ganz schön gekämpft, dass wir da irgendwie also ich hatte dann auch, wenn da dort was passiert, wir hatten ja nichts mit, also auch kein Satellitentelefon oder irgend sowas, also wir waren ja eigentlich nur für uns und wenn da einer irgendwie ins Wasser fällt bei den Temperaturen, hast du unter Umständen verloren. Wenn man sich das vorstellt, so ein Szenario, was hättest du gemacht, wenn jetzt dein Kamerad da? Ja, da kannst du nur reagieren, du kannst halt nur irgendwie versuchen, dass du ihn rausziehst und wir hatten ja, das war ja eine Wanderung und wir hatten ja auch keine Schwimmwesten mit. Aber wie weit wäre es jetzt gewesen bis quasi zur nächsten Hütte oder irgendwas, wo jetzt Leute aufzufinden? Also, keine Ahnung, wie weit das waren, 2 Tageswanderung, da schleppst du ja niemanden also her von da wäre man verloren. Ja. Also eher. Ja. Vielleicht noch nicht, aber. Ja. Das ist natürlich eine andere Welt, ja. Wie kann man sich Grönland allgemein vorstellen? Also dieses Gelände? Ja, es kommt drauf an, also ziemlich im Süden gibt es so Bäume, also Birken und sowas, aber da wo wir dann waren, war es dann halt so aber schon diese gedrungenen Büsche und so Weidengestrüpp und sowas, aber du hast halt schon ziemlich bergig, viel Wasser, nicht ganz so karg wie Spitzbergen, aber irgendwie durch die Kargheit und durch diese Weite kann man das schlecht fassen im Kopf, also das ist schon sehr, sehr groß. Und es ist halt ziemlich wild und wenn du dann halt irgendwo dir vorstellst, wo du gerade bist, hast du halt dieses Safety-Netz nicht. Und dann musst du halt auch nachdenken, was du machst oder wo du langläufst oder wie auch immer. Also das ist halt bei solchen Sachen, gerade jetzt hier in Schweden, wir haben ja meistens auch Funknetz oder irgend sowas, also nicht überall, aber die Abdeckung ist schon super und im Vergleich zu Grönland ist das schon... Ja, für was eine Netzabdeckung, wenn es kaum Menschen gibt. Ne? Ja, genau. Also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, damals waren es
ganz Grönland, ich glaube 55.000, 55 oder 57.000 Leute. Das ist ja. Was sind da die größeren Orte, Städte? Also Hauptstadt ist Nuuk. Ah. Ich weiß nicht, wie viele Leute da wohnen. Vielleicht 10.000, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das ist halt Grönlands Hauptstadt. Und ansonsten also dieses Sisimiut, wo wir dann angekommen sind, ich glaube, das waren damals 2000 und das ist dann schon ziemlich groß. Und dann gab es noch, also Ilulissat ist schon noch eine ziemlich große Stadt an der Westküste. Und das waren, glaube ich, 5000 Leute und 7000 Hunde. Das ist schon eine andere Welt. Also zu der Zeit, ja. wo wir dort waren. Ja. Ja. Weil halt viel transportiert wird. Und ja, das war schon noch so. Im Endeffekt, jetzt, das wird immer weniger irgendwie die Hunde fressen und die Tradition der Jäger wird ja auch immer irgendwie weniger. Also das ist schon, ja, die Jugend interessiert sich da immer weniger dafür. Die gehen halt nach Dänemark oder ja, haben überhaupt keinen Bock, da irgendwie draußen mit den Eltern, die jetzt so noch Jäger sind, außen rumzuziehen. Es gibt zum Glück noch welche, aber es wird halt weniger, es ist wie überall. Es ist ja hier auch dasselbe, wenn du hier die Jugend siehst. Das ist halt auch nicht mehr, also nicht die mit dem Großvater hier durch den Wald gehen und irgendwie sitzen halt dann auch eher vom Computer. Wo du sagst, geht so viel Wissen verloren und so viel Erfahrung geht am Bach runter. Ja, es gibt nur wenige, die da wirklich Interesse dran finden. Ja. Heutzutage. Zu wenig eigentlich. Ja, das stimmt. Gab es irgendwelche gefährlichen Situationen? Also, wo es auch schon mal ein bisschen brenzlig wurde? Außer jetzt die Situation auf dem Wasser. Ja, die war brenzlig auf dem Wasser und ansonsten war das Einzige, dass mir irgendwie zwischendrin irgendwie hat man es mit dem Magen gekriegt. Also es gibt ja dieses in Kanada jetzt Beaver Fever, da wo du dann im Prinzip irgendwie Wasser trinkst, was dann irgendwie, was weiß ich, durch Kot verseucht ist und dann kriegst du halt Durchfall und musst brechen und irgendwie und da hat es uns ganz schön dahin gerafft, sag ich mal. Und wenn du da irgendwie mit Durchfall und mit Brechen und mit allem, da hast du natürlich irgendwie, wenn du einen Rucksack schleppen musst und das war gerade, also die letzte Strecke war sehr viel Regen, muss man ganz schön, das war ziemlich sumpfig und das war ein ganz schöner Kampf, also ich glaube, die letzten Tage hat es nur gegossen. Und wenn du da halt gesundheitlich angeschlagen bist und musst aber irgendwie, wir hatten vor mit dem Versorgungsschiff nach Norden zu fahren weiter und mussten halt weiter und da haben wir glaube ich einen Ruhetag gemacht. Haben versucht auszuruhen, aber das ist halt nicht so optimal, wenn du irgendwie körperlich nicht fit bist und musst dann, keine Ahnung, schon so eine Gewalttour ans Ende machen. Wie lange war der jetzt nochmal unterwegs? Also was war das? Ich glaube, die Tour an sich war noch gar nicht so lange, es waren 2 Wochen, 2,5 Wochen. Wir sind dann noch halt ein Stück Norden gefahren. Ich hatte Freunde oder Bekannte in der Nähe von Ilulissat, die haben dort in so einer ganz kleinen Dorf hatten die eine Kneipe, das waren Thüringer, die sind, ich weiß nicht, 92 oder sowas sind die ausgewandert nach Grönland und haben dort eine kleine Kneipe aufgemacht und das fand ich ziemlich cool, also Thüringer Klöße und Weihfleisch und sowas alles hat mir angeboten und das war irgendwie dort auch bekannt nach einer Weile, hat gut funktioniert. Dort gab es genug Menschen, also die auch da Interesse dran haben. Naja, in Ilulissat war halt auch touristisch schon ziemlich gut und die sind dann halt mit Booten dann dahin als Ausflug und haben dort halt gegessen und haben sich das angeguckt. Also dieses Dorf, die Quatsut heißt das, oder Rote Bay auf Dänisch, ich weiß nicht, 30 Einwohner, 35 Einwohner, irgend sowas. Also jetzt keine Riesenmetropole. Und das war halt, glaube ich, auch das Coole, dass die Leute, auch die Touristen, die dann halt so eine Tour gebucht haben über irgendwelche Anbieter in der Stadt, über in Ilulissat, die sind dann halt mit dem Boot da lang und es ist schon durch die ganzen Eisberge extrem beeindruckend. Also das ist eine richtig coole Gegend. Und dann hältst du an und ist halt einfach mal Kaiserschmarrn, ja. Ja, was weiß ich was, die haben schon verschiedene Sachen angeboten und das war halt wirklich irgendwas Besonderes. Und das war irgendwie cool, wie gesagt, also nicht wegen dem Essen, aber weil die eben aus Thüringen sind. Haben wir gesagt, wir hatten den Kontakt gesucht, dass wir da einfach mal vorbeikommen. Ja. Und das war für die völlig in Ordnung. Naja, und dann hatten wir halt, als wir losgelaufen sind, mussten wir noch Proviant einkaufen und sind in so einen Laden und da war unsere Wanderkarte oder so eine Landkarte, die wir da hatten, da war eine Hütte eingezeichnet. Und da habe ich mir die natürlich gleich übertragen auf unsere Karte und sind mal losgelaufen und gesagt, okay, also 2, 3 Tage, je nachdem, müsste es eigentlich gut gehen. Und
Ja, da war das Wetter ziemlich beschissen und es hat halt geregnet, es war recht kalt, es waren keine Ahnung, 5, 6 Grad, es war Nebel wie Sau, es war eigentlich überhaupt es waren keine Bedingungen. Wir sind halt gegangen und der Freund von mir, der mit war, es war meine Frau mit und ein Freund, und der hat halt schon ziemlich immer gewusst, wo wir sind, und Orientierung war der und ist er ziemlich fit. Da bist du nicht so gut. Und da bin ich muss ich mich da. Das ist eine Sache, die bestelle ich nächstes Mal, damit die mit an der Wiege liegt, also so eine gute Orientierung. Also ich komme klar und ich habe halt schon GPS mit, weil ich mich halt schon auch ein paar Mal verlaufen hatte, damals auch in Alaska. Oder in Kanada besser. Und da ist es halt irgendwie gut, wenn man sich auf jeden Fall verlassen kann. Ja, ja. Naja, und irgendwann. Aber damals hatte er, also. Damals hatten wir Kompass mit bloß. Ja, und Karte halt das. Ja, Karte und Kompass. Ja. Naja, und dann sind wir halt gelaufen und irgendwie waren wir durch und wir waren wirklich auch total fertig. Klamotten durch und ja, und irgendwann hat er uns halt eröffnet, dass er eigentlich seit ein paar Stunden gar nicht mehr weiß, wo wir sind. Seit ein paar Stunden. Ja, und das war total herrlich, weil wir haben uns durchgekämpft, weil wir halt total im Arsch waren, auch körperlich. Also es war sehr, sehr anstrengend, ging immer berghoch runter, sind teilweise nur nach Gehör gelaufen. Und das hat er vorher nie angedeutet? Ja, er hat immer gedacht, er kriegt das wieder hin, dass er irgendwie wieder eine Kennung, dass er da uns jetzt nicht nervös macht, sondern dass er halt dann irgendwie sagt, also ich hatte zwischendurch mal einen Faden verloren, aber ich weiß, wir sind da und da. So. Und das war halt irgendwie nicht der Fall. Und da hat uns das halt irgendwann gebeichtet, dass er da das nicht mehr wusste oder nicht mehr weiß, wo wir überhaupt sind. Was war natürlich relativ habt blöd. ihr dann gemacht? Ja, dann hat meine Frau gesagt, naja, wenn wir jetzt hier sterben und die finden uns irgendwann, können sie wenigstens unsere Filme aus der Kamera dann entwickeln. Das war dann das, was du dann brauchst in der Situation. Und normalerweise ist es ja so, dass in solchen Situationen, wenn du dann nicht mehr weißt, wo du bist, und es ist so vom Wetter so beschissen, dass du dich auch nicht orientieren kannst irgendwie. Und die Orientierung dort ist ja gar nicht so einfach. Das sieht ja vieles gleich aus. Es ist viele Felsen, es ist ziemlich schroff. Sehr viel Wasser und wie nur dieser See oder Dümpel oder das heißt, das ist dort ja so riesig. Wenn du das immer den Faden verloren hast, dann das Problem ist halt auch, das sind also ziemlich viele Steine, haben dort so Mineralien und sind halt wahrscheinlich ist da Eisen drin oder irgend sowas. Und dann, der hat schon immer versucht, auch, sag ich mal, zu peilen und mit dem Kompass die Richtung zu. Als ihr dort zu der Hütte gelaufen seid ihr da ins Land rein oder aus dem Land raus? Ja, wir sind so ein Stück von der Küste weg und so ein Bogen und dieses Quatzut, das liegt wieder an der Küste. Ja, also man hätte, wenn man es gewollt hätte, nur an der Küste lang laufen können. Oder man geht halt so einen Bogen übers Inland und wir wollten übers Inland gehen. Ja, aber wenn ihr jetzt dort, sage ich mal, auch nach einer Weile keine Orientierung mehr gefunden hättet immer noch sagen können, man sucht jetzt irgendeinen Bach, irgendeinen Fluss, dass man dem folgt, immer Strom abwärts. Es waren mehr Seen. Also da ist aber jetzt mit Fluss nicht viel. Gab es da nichts, was rein und raus mündet? Das kann ich auch nicht mehr sagen, aber es war so weit ist es ja nicht gekommen. Also wir sind im Prinzip die ganze Zeit gelaufen und irgendwann wussten wir halt, wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind. Und eigentlich bleibst du ja dann irgendwo, dass du einfach sagst, baust das Zelt auf, wartest, hoffst, dass es halt nächsten Tag besser ist, dass du irgendwas siehst, dass du auch vom Kopf her dann irgendwie ein bisschen entspannter bist und dir dann einen Plan machst, was machen wir jetzt. Weil in so einer Situation, wo du dann irgendwie denkst, scheiße gelaufen, wie auch immer, ist doof, eine Entscheidung zu treffen. Wenn man sich jetzt dort wirklich, ihr findet einfach keinen Weg mehr zurück oder von wo ihr gekommen seid, oder die Hütte ist nicht in Sicht, wie würdet ihr es, gäbe es Möglichkeiten, sich dort von der Natur zu ernähren? Was sind da Gegebenheiten? Nee, da hast du einfach verloren. Außer vielleicht die Fische aus dem Du kannst maximal versuchen zu angeln, aber das waren halt auch nicht so große Seen, also dass du da, aber da auf lange Sicht. Nee, kommst du da nicht lang durch. Nee. Deswegen, das wäre halt meine einzige Überlegung, dass man dann irgendeinen Bach sucht oder so, wenn es das gibt, wo irgendwo in Richtung Küste wieder fließt, dass man halt noch einigermaßen. Ja, das ist wirklich gerade in der Gegend oder generell Grönland, wenn du da bist und wir haben uns bei diesem Arctic Circle Trail, da sind wir auch einfach mal gelaufen worden, halt irgendwie auf jemanden in einem anderen Tal, wo man einfach sagt, es sieht eigentlich nicht aus wie auf der Karte, wo wir lang wollten. Und dann läufst du und irgendwie waren wir dann halt in einem Quertal, mussten dann halt wieder in das andere zurück, um sag ich mal. Aber das habt ihr erkannt, das ist dann das andere? Genau. Aber das jetzt, sag ich mal, in dieses Dorf da zu laufen, das war eigentlich, muss man sagen, ja gut, das ist jetzt immer die große Strecke gelaufen, das machen wir halt so mit links und 40 Fieber, überhaupt kein Problem. Und das war halt das Problem, dass wir das halt nicht
hingekriegt haben, weil es im Prinzip wirklich vom Wetter so beschissen war. Naja, und jedenfalls sind wir den ganzen Tag gelaufen. Wir waren wirklich so fertig abends um 6 oder so. Sind ja 12 Stunden gegangen oder irgendwo, also 10 Stunden. Also es war wirklich schon. Was war denn das Gepäck? Also ne, dieser Rucksack, wie schwer war der Rucksack? Mal ganz Ja, bei der Tour war er nicht so schwer. Also bei der ersten Tour praktisch vom Eis bis zur Küste. Ja. Ich weiß nicht, 3,34 irgend sowas. Das ist schon ordentlich, ja? Aber man muss natürlich einiges dabei haben. Ja, wir haben ja dann ein paar Jahre später mal noch eine Tour gemacht in Nordostgrönland und dann hatten wir 3,44 für 4 Wochen Essen mit. Alles mit einmal dabei? Ja, gab keine Depots, gab keine nichts, da gab es ja auch so gut wie keine, also wie kein Tourismus. Mit dem Gewicht, was habt ihr da am Tag zurückgelegt? Also Distanzen? Nicht so viel, 15, 20. Ja, aber das ist schon gut. Also das ist schon ordentlich, ja. Ja, du musst ja überlegen, wo du läufst. Also teilweise, wenn du durch Flüsse musst oder du hast Strecken, extrem Sumpf und alles. Ist ja nicht, dass du. Nee, weniger. Präparierten Wanderweg. Also du hast schon, es war so die Max-Grenze. Also wächst bei mir schon richtiges Interesse für Grönland. Nee, ist schon ein sehr schönes Land. Intention dort nochmal nach Grönland zu gehen? Ja, das ist halt, was mich ein bisschen abschreckt, ist halt der Preis. Ne? Also damals, wo wir gefahren sind oder dort waren, dann hast du halt die Flüge bezahlt und alles und das kostet halt jetzt immens viel mehr. Auch wenn du jetzt an der Ostküste bist, ist natürlich auch der Transfer mit dem Hubschrauber. Meistens du hast einen Flughafen irgendwo im Nichts und dann musst du mit dem Hubschrauber irgendwie dann in die Ortschaft. Und das, wenn du das zusammenrechnest, das ist der Wahnsinn, was die Preise jetzt sind. Ne? Also verglichen zu damals? Ja. Ganz andere Welt? Ja, okay. Naja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist im Prinzip jetzt diese Tour da in dieses Dorf, nach Quadsut. Wir sind halt gelaufen und wir sind halt dann irgendwie mehr gelaufen, weil wir konnten dort nicht zählen, war alles Felsen und sind halt mehr gelaufen, dass wir hier warm blieben. Und irgendwie habe ich manchmal so einen leicht sarkastischen Einschlag. Und dann wir standen halt irgendwie auf so einem Hügel, auf so einem Steindingens und dann sage ich zu meinem Kumpel Jakob, also hier mit der Hütte, die wir hier eingemalt haben, wo wir gesagt haben, wenn alles gut geht, dann pennen wir nicht im Zelt bei dem Wetter, sondern in der Hütte. Und als wir aber wussten, wir haben uns total verlaufen, war das ja komplett weit weg, dass wir sagen, hier Hütte, und war ja überhaupt niemand hat das auf dem Schirm gehabt. Ne? Und ich stehe so auf so einem Hügel und sage zu meinem Jakob, also hier mit der Hütte, das wird wahrscheinlich heute nichts werden. So. Und in dem Moment geht im Prinzip der Nebel weg. Es wird so ein freies Fenster, also frei. Und da stehen wir, keine Ahnung, 20, 30 Meter von der Hütte entfernt. Und ich gucke auch genau dorthin. Also ich habe mich irgendwie umgedreht und sage einfach so, also mit der Hütte, das können wir wahrscheinlich heute knicken, gell? So ungefähr. So. Und in dem Moment geht der Nebel weg. Ich sehe diese Hütte, ich sage, das gibt es überhaupt nicht. Und dann zog das wieder zu. Und dann sieht man diese Hütte und dann lagen wir abends in der Hütte und ich habe es bis heute nicht verstanden, was das war. Also seine Orientierung hat ihn eigentlich nicht getäuscht. Nee, der hatte keine Ahnung, wir sind einfach gelaufen. Das war wirklich reiner Da wusste nichts mehr. Nee. Und wo wir dann an der Hütte waren, wussten wir wieder, wo wir sind. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und da fragt man sich. Also das ging schon nicht mit rechten Dingen zu, sag ich mal. Weil wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung mehr gehabt. Wir sind einfach nur gelaufen, grob nach Gefühl, ohne Kennung, ohne irgendwie zu wissen, haben gesagt, also irgendwie, wenn es dann passt, bauen wir das Zelt irgendwo auf, aber es war halt wirklich total mies zum Campen. Also die Sichtweite war wirklich nur ein paar Meter. Also ja. Wir sind manchmal nur nach Gehör gelaufen, also wo dann hier unten das Wasser und irgendwie, also es war eigentlich schon ganz schön heikel. Ich glaube, das ist kennen nicht viele. Krass. Ich glaube ja nicht an Gott oder sowas, aber ne. So Ereignisse, die zeigen dann schon irgendwie, ist das schon ein bisschen komisch. Ja, das ist ja das Ding. Also ich bin ganz normal, also ich sag mal, meine Eltern sind ganz lose kirchlich und bin jetzt kein Atheist, aber bin halt auch nicht wirklich so gläubig. Aber bei den Touren oder generell, was in meinem Leben so passiert ist, da denke ich heute noch drüber nach, warum das manchmal so ist. Weil es ist wirklich öfter passiert, dass es nicht geplant sein kann, dass sowas wie mit dieser Hütte passiert oder irgendwas anderes. Also das ist wirklich, also das könnte man wirklich schön sich in einem Film vorstellen, wie dann dieser Nebel aufgeht, kurz die Hütte und alle. Hä?
geht das? Ja, aber das vergisst du ja nicht. Das ist halt irgendwie so, Verrückt. das war schon irgendwie was Besonderes. Und als man an der Hütte war, am nächsten Tag war das Wetter besser. Dann hat man ja auch wieder Kennung, wo wir sind, und damit war der Rest dann überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. Wie lange wart ihr denn noch unterwegs? Also wir waren, keine Ahnung, wir waren 3 oder 4 Tage sind wir dann in das Dorf gelaufen irgendwie, und dann haben wir dort noch ein paar Tage dort bei den Leuten gemacht. Das war ziemlich cool. Mhm. Also das Coolste, was wir gemacht haben, das war so auch mit die schönste Tour, das war im Nordosten. Es gibt halt also an der Ostküste, das ist halt noch viel, viel weniger besiedelt, da gibt es eigentlich nur 2 Siedlungen. Mhm. Eine ist halt im Prinzip im Süden, Flughafen ist Kulusuk, und die größere Siedlung ist Ammassalik, das ist eigentlich auch nur ein Kaff. Mhm. Und dann ist nochmal im Norden ist nochmal ein Dorf, das heißt Etokotomit. Das ist am Skoresbysund, und da wohnen 500 Mann und meistens Jäger. Also das sind halt wirklich, das ist so das Ursprünglichste, was du in Grönland so finden kannst. Aha. Ja. Und dann waren wir 2005, und da war natürlich nicht viel von mit irgendwie Tourismus. Also es gab in Dänen, der war bei der Sirius-Patrouille, das ist ja diese Spezialeinheit der dänischen Armee, die mit Schlittenhunden diesen ganzen, also der Nordosten von Grönland, praktisch nördlich von Skoresbysund, ist alles geschützt. Das ist der größte Nationalpark der Welt. Und die patrouillieren im Prinzip wie früher mit Schlittenhunden. Und das sind richtig harte Hunde. Also also nicht nur die Hunde, sondern auch die Männer, die das dort machen. Und da gab es halt einen Typen, der ist jetzt schon, weiß nicht, 12 Jahre auf Spitzbergen, hat 250 Hunde. Und er war damals im Skoresbysund und hat dort angefangen mit den Einheimischen, also mit den Inuit, in Zusammenarbeit irgendwas mit Tourismus anzufangen. Mhm. Und der war da ganz frisch irgendwie, und wir hatten da übelst Schwein, dass wir den da irgendwie ausfindig gemacht haben. Weil du brauchst ja wegen der Eisbären und Moschusochsen, macht schon Sinn, wenn du ein Gewehr mitnehmen kannst. Und von dem haben wir dann ein Gewehr gekriegt. Ja. Und dann hat man auch so diese Abholung irgendwie geklärt, wo die uns dann abholen nach 3,5 Wochen, knapp 4 Wochen Wanderung. Mhm. Und das war ganz schön heavy. Also wie gesagt, wir sind so mit 44 Kilo sind wir los. Mhm. Wir hatten als Frau schon hatte 35 oder irgendwie sowas in der Also Richtung. deine Frau war dort dabei. Ja. Und die war vorher krank, und das war halt das Problem. Die hatte vorher eine richtige Erkältung oder eine Grippe, und irgendwie stand sie auf der Kippe, ob sie überhaupt mit kann. Okay. Also gerade so wieder gesund als Die war nicht gesund, die Oh, ist wow. krank losgelaufen. Und Aber- denn schon. war ein Freund von mir aus Kanada dabei, der kam rüber, und noch ein anderer Freund aus Thüringen, und meine Frau zu viert. Hattest du deine Frau überzeugen müssen, dazu mitzukommen? Also überreden müssen? Oder war war sie selber so verrückt? Nee, also die ist selber, würde die das glaube ich nicht machen. Also sie sagt, ich mache das jetzt alleine oder irgendwie sowas. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt gesagt habe, das sieht gut aus auf der Karte, das könnte man machen, dann musste ich es jetzt nicht überzeugen. Ich habe gesagt, kommst du mit? Oder ja, und ich habe gesagt, komm, scheiß, machen wir, und dann ist sie mit. 35 Kilo. Ja, die ist schon zäh. Die ist schon wirklich zäh. Das ist, wir sind ja alle keine Sportler. Also wir sind jetzt nicht, was weiß ich, trainiert oder. Also Vorbereitung gab es da nicht. Ich war arbeiten, und dann habe ich bis zum letzten Tag gearbeitet, abends oder nachts irgendwie das Zeug zusammengesucht, und halt, ich habe schon. Nächsten Tag gegessen. Nee, ich habe schon geplant immer, also so, wo ich sage, auch das Ganze, die Logistik, oder wie machst du das, was braucht man mit Listen und allen. Die Vorbereitung. Ja, also es waren ja schon, manche würden es Expeditionen nennen, ich sage, wir waren im Urlaub wandern. Nee, ist ja auch so. Aber das muss schon auch vorbereitet sein, ansonsten hast du da in den Gegenden halt auch relativ schnell verloren, wenn du da keine Ahnung hast. Und ich meine, ja. ja, also das auf jeden Fall nicht, aber ich musste arbeiten, habe dann im Prinzip wirklich kurz bis vor Abflug gearbeitet, Rucksack stand dann da, ausgewogen, also das kannst Aber du hast jetzt nicht irgendwie, 5 Wochen vorher täglich mal noch einen Rucksack geschnappt mit irgendwie ein paar Steinen drin und bist einen Berg hochgewandert oder so. Nö, das kommt ja dann mit der Zeit, das ist halt auch, ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fahrradtour machst, die erste Woche ist bitter, und danach wird es besser. Ja. Dann gewöhnt der Körper sich dran. Ja, es ist ja wirklich, ich bin jetzt kein Ultrasportler, und ich habe es ja auch nie als Sport gesehen. Ich wollte wegen der Landschaft dahin, wo ich sage,
das sieht interessant aus und das gucke ich mir an und wenn man halt mehr schafft, schafft man mehr, wenn man weniger schafft. Also es ist nie mein Ansinnen gewesen, einen Fluss von Anfang bis Ende zu paddeln oder irgend so an einen Berg einen Haken zu machen oder irgendwas. Also mir war es eigentlich eher das Unterwegssein und die Tour an sich, was mich gereizt hat. Und dafür sollte man schon fit sein, aber du musst kein Ultrasportler sein. Weil das war ich nie. Ja. Essen ist bei mir jetzt natürlich ein großes Thema. Wie hast du das oder wie habt ihr das gemacht mit der Essensration? Hattet ihr vorher wirklich einen Plan gemacht, Ja. wie wann ihr was esst und so? Ja, du kannst halt ja nur bestimmte Menge schleppen. Das ist ja klar. Und mit über 40 Kilo im Rucksack, über, sag ich mal, schlechtes Gelände ist kein Spaß. Und dann haben wir halt irgendwie Listen gemacht, wie viel wir ungefähr brauchen. Kalorien und was man im Prinzip, du kannst ja dann im Prinzip wirklich nur, was weiß ich, nimmst Kartoffelpüree, irgendwie Reis und mit Wasser aufkochen. Mit Nudeln und dann irgendwie, also wir hatten nie so ein Expeditionsfutter, wir haben halt immer selber irgendwie in so Tüten irgendein Zeug, aber du merkst halt, dass du überhaupt nicht, sag ich mal, satt wirst. Ja. Bei dem Verbrauch, was du da jeden Tag hast, du kannst dreimal so viel essen. Ja. Aber wenn du dann halt wirklich nicht rationierst, dann hast du in der letzten Woche nichts mehr. Und wir haben wirklich rationiert und wir hatten wirklich, ganz am Ende haben wir gemerkt, das reicht doch nicht. Also ich glaube, wir hatten glaube ich 16 oder 17 Kilo Essen pro Nase. Und das war dann alle. Und dann oder zumindest wurde es alle. Und dann haben wir in der letzten Woche echt rationiert, haben nur noch die Hälfte gegessen. Kannst du nicht davon ausgehen, dass das alles... So zurück, also jedes Mal... Ja, wir haben uns vorher gewogen. Das war ja das Ding. Wir haben uns vorher gewogen. Das ist spannend. Und mein Kumpel aus Deutschland, der hatte 7 Kilo weniger nach der Tour. Die Tour war jetzt wie lang? 3,5, 4 Wochen, irgend sowas. Meine Frau hatte über 3 Kilo weniger und ich hatte gar nichts abgenommen. Und das ist irgendwie total deprimierend. Ich bin schon immer irgendwie ein bisschen zu viel, aber das ist halt nach so einer Sache halt wirklich nach 4 Wochen dann wieder ankommst und hast wirklich körperlich ganz schön leisten müssen. Und dann wir haben ja an dem Flughafen schon eine riesen Waage und dann haben wir uns dann durchgewogen und das war so scheiße. Du hast eigentlich gehofft, da auch ein bisschen abzunehmen. Ja, das war ja klar. Also ich habe gedacht, ja, wenn die alle so viel abnehmen, ich habe bei mir aber nicht gesehen, dass es weniger wurde. Dann war das, ich weiß nicht, also kein halbes Kilo, aber es war nichts im Vergleich. Ah, krass. Ja. Da bin ich auch eher der dann schnell abnimmt. Wenn ich zum Beispiel meine Tour denke, in Südschweden, 12 Tage mit dem Kanu, 8 Kilo abgenommen in 12 Tagen. Aber trotzdem gut gegessen. Das ist schön für dich, ne? Einfach so, ne? Immer am Paddeln den ganzen Tag. Ja, Paddeln nehme ich überhaupt, das nehme ich noch zu wahrscheinlich. Mit jedem Tag krass. Naja, und dann hast du halt irgendwie dein was weiß ich, früh Müsli-Kram. noch Snickers oder was? Nee, wir hatten schon mit, doch. Oder so noch schnell was. So Trailmix, also hier so Nüsse und Kram, sowas, das brauchst du. Du hast ja Knast ohne Ende. Ja. Und dann haben wir halt versucht, dort zwischendurch mal Fisch zu fangen und sowas, aber da kannst du auch nicht drauf bauen, aber das ist halt auch nicht, also du musst schon mit haben. Normalerweise ist es Wahnsinn, eigentlich brauchst du bei sowas ein Depot, aber dann brauchst du wieder jemanden, der mit dem Hubschrauber das Zeug rausfliegt, kostet einen Haufen Geld, also wir machen eigentlich nur das, was wir wirklich tragen können. Und nee, stimmt, damals war noch ein Bekannter, ein Schauspieler aus Braunschweig mit, der macht so Comedy, den hatten wir auf unserer Westgrönland-Tour getroffen und da stand wir im guten Kontakt, mit dem war ich dann noch mal in Alaska und dann haben wir uns zu dieser Nordostgrönland-Tour getroffen, was halt bei ihm das Problem war, der hat geraucht damals und da war der eben nicht ganz so fit und das war ein bisschen, also da kam halt immer später und dann hast du gemerkt, okay, also ihr habt euch dann teils getrennt? Nee, wir haben uns nicht getrennt, also wir sind dann tagsüber gelaufen, wir wussten ungefähr, wo wir hin sollen, haben wir auch gewartet, aber es war halt dann am Ende, haben wir gemerkt, da packt das nicht bis ganz zum Schluss. Das war halt schade, also kurz vorher mussten wir abbrechen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt gegangen wäre, also ich habe über das dänische Polarinstitut habe ich dann noch irgendwie Infos mal gekriegt, weil dort eigentlich so gut wie niemand im Sommer lang läuft, also das ist, und dann musst du über so einen Gletscherablauf, der ist elendbreit. Und je nachdem, wie gesagt, theoretisch müsste es gehen, aber wahrscheinlich ist es nicht machbar, dass man da rüberkommt. Okay. Weil irgendwann ist es ja auch kalt. Also das waren, ich weiß nicht, ein paar hundert Meter. Aber seid dann trotzdem?
Nee, und dadurch, dass wir halt gemerkt haben, dass der Thomas ist, dass der halt irgendwie das so nicht schafft, dann haben wir gesagt, pass auf, dann gehen wir bis zu diesem, sag ich mal, Ablauf. Versuchen, ob sie uns da abholen können. Okay. Und da war das nicht ganz bis zu Ende. Also mit dem Helikopter haben sie euch dann wieder abgeholt? Nee, mit dem Boot, hat uns ein Inuit mit dem Boot abgeholt. Ja. Du hattest vorhin noch Kanada und Alaska erwähnt. Da warst du anscheinend auch unterwegs. Ja, da war ich häufiger. Das war so das, wo ich am meisten war. Okay. Das erste Mal Kanada war eine ziemlich interessante Tour, die auch ziemlich weit weg war. Also ich bin im Prinzip 2001, genau, habe ich in Island, also ich habe in Island einen Typ kennengelernt, der hat Biologie studiert. Und mit dem war ich natürlich in Kontakt, weil wenn du irgendwie auf Reisen Leute triffst, die irgendwie auch individuell unterwegs sind, das ist meistens ein guter Schlag Mensch. Und da lohnt sich halt, dass man irgendwie im Kontakt bleibt. Und das mache ich bis heute, dass wir irgendwie, deswegen haben wir auch weltweit irgendwie Leute, mit denen wir irgendwie gut dran sind. Naja, und der hatte in Kanada studiert und hatte in Churchill so ein Eisbärenprojekt mitgemacht, wo halt praktisch die Eisbären dann als erstes aufs Eis gehen, und da ist halt so Eisbärenhauptstadt der Welt, das Churchill an der Hudson Bay. Und dort hat er halt einen Studienkollegen gehabt, der war Kanadier, und die haben halt irgendwie jemand getroffen, der hat übelst geschwärmt vom Tenon River. Und dann haben die immer gesagt, also Tenon River, wenn die das so schwärmt, haben sich da erkundigt und irgendwie das heißt, das Ding müssten wir paddeln. Das wäre cool. Wo liegt der in Kanada? Ja, du musst auf jeden Fall erstmal bis Yellowknife hoch. Also wir sind bis Edmonton geflogen, sind mit dem Bus 24 Stunden nach Yellowknife. Und von da aus sind wir mit dem Buschflieger ausgeflogen. Eine Stunde. Und das ist im Nordwest-Territorium und Nunavut. Ja, das ist sehr und es geht dann halt weiter. Am Ende hast du, der geht im Prinzip da oben, sag ich mal, durch Nunavut, und dann hast du nochmal 3 große Seen. Und wenn die nach den Seen bist du an der Hudson Bay, mehr oder weniger. Also im Prinzip oben die ganze. Und wir hatten, glaube ich, 5 Wochen Zeit. Und das war ziemlich cool. Also jedenfalls, der Biologe hat mich angerufen und hat gesagt, hier, wir überlegen, ob wir diesen Tenon paddeln können. Hättest du Lust? Ja, das musst du mich nicht fragen, weil ich habe gar nicht gefragt, was kostet oder irgendwer hat gesagt, wir kommen mit. Und dann haben wir halt geguckt, was weiß ich, mit Ausfliegen und so, das war halt immer das größte Problem, dass man das halt zusammenspart, und ich habe ja nie wirklich viel verdient. Kann man das hier so irgendwie vorstellen? Also wie viel hat das damals gekostet? Also das Ausfliegen an sich, ich glaube, das waren hin und zurück $3.000. Wow. Ja. Und das haben wir geteilt durch die Leute, und das war da war jetzt zu dritt oder zu viert? Nee, da waren wir, warte. 2, 3, 5, 6, 7. Oh, eine größere Gruppe. Ja. Also nicht nur. Nee, also der Biologe, seine Frau, ich mit meiner Frau, ein Freund aus dem Allgäu, den wir auch in Island kennengelernt haben, und der Studienkollege aus Kanada mit seinem Bruder. Alle mit Kanu dann? Also ein Kajak, die restlichen müssen wir so. Alif halt Kanadier, das war ziemlich cool. Also macht ja Sinn, wenn du jetzt ein Faltboot hast, wegen Transport und Flugzeug. Ansonsten ist das schwierig, musst du ja unten dran hängen, und das kriegst du jetzt, sage ich mal, keine 4 Boote irgendwo da an eine normale Twin Otter gehängt. Also wir haben halt das alles mit diesen Ali-Booten gemacht, und das Kajak war ein einer Kajak, auch als Faltboot. Ansonsten ist es schwierig. Okay. Die habt ihr euch dann aber dort gemietet, oder waren das? Ne, die haben wir mitgenommen. Die gehört? Also die haben wir hier gebraucht gekauft, und haben die mit rübergenommen. Da kannst du halt Sportgepäck mitnehmen. Ja, und dann sind wir halt diesen Tenon River gepaddelt, und das war ziemlich cool, und das war auch mittendrin war irgendwie so eine der heikelsten Situationen. Wir sind ja dann weit oder schon in September reingekommen, und dann hast du bei diesen großen Seen vor der Hudson Bay hast du schon extrem Wind. Okay. Und also wenn wir es bis zu diesen Seen oder kurz vorher schaffen, dann ist es gut, weil alles andere geht dann im Herbst nicht mehr. Also da riskierst du echt alles. Also das macht dann auch keinen Sinn. Du musst schon im Juni losfliegen oder musst im Juni schon los, dass du dann irgendwie Zeitfenster hast, wo das geht, aber im Herbst kannst du das knicken. Naja, und am Ende war es halt so, dass
gibt es halt einen einen ziemlich großen Canyon am Telon und der ist glaube ich 8 Kilometer lang. Und wir hatten halt auch ganz schön viel Zeug mit, ne? Und wenn du das portagieren musst, ist das schon ganz schön viel. Also hinher und irgendwie dann nochmal campen, nochmal alles schleppen und also es war viel und es hieß, dass man nach 5 Kilometern angeblich dass er befahrbar sein kann, wenn es vom Wasser her okay ist. Also die ersten 5 Kilometer habt ihr quasi... Ja, und dann eigentlich wollten wir alles tragen, aber ich habe dann irgendwie nach 5 Kilometern keinen Bock mehr gehabt, das Zeug zu schleppen. Aber dort war natürlich auch kein Weg oder Waldstraße oder das war alles... Das ist weglos, das ist so groß wie Europa und ist fast menschenleer, also da ist nichts mehr. Ja, vielleicht zufällig, weil das halt der Canyon ist, ist das eine Sehenswürdigkeit und es gibt vielleicht einen Weg, aber... Nee, da gibt es gar nichts. Nee, das ist nichts. Was halt von dem Canyon aus ist, weiß ich nicht, 1,5, 2 Stunden Flug oder 1,5 Stunden zum nächsten. Ja. Nee, da ist nicht viel, bis gar nichts. Wart ihr da abgesichert mit irgendeiner... Ja, also... Da hat man ein Satellitentelefon mit. Ja. Das war gut. Das war 2001, hast du gesagt? Glaube ich, ja. Ja. Naja, und jedenfalls sind wir die 5 Kilometer haben wir alles portagiert und dann irgendwie hatte ich keinen Bock mehr zum Schleppen und hab gesagt, jetzt reicht, ich schleppe das nicht noch 3 Kilometer. Und dann gesagt, wir probieren das jetzt einfach irgendwie zu fahren und das war halt ein bisschen der Fehler, weil es war nicht befahrbar. Ich habe das Boot rein und ich habe gesagt, wir fahren da jetzt, meine Frau saß ja vorne, ich habe ja hinten gesteuert und dann waren wir die Ersten, die rein sind ins Boot. So, und dann wurde es immer schneller und dann war halt vorne eine riesengroße Walze in der Mitte. Ja, ich versucht irgendwie so halb durch die Walze durchzusteuern und das war verarschlos, das ging einfach nicht. Also wir sind da reingefahren, das Boot hat es quer gedreht, umgehauen und dann spülst du ja als Statist da irgendwie runter. Überall also Felsen und so festhalten. du kannst dich gar nicht, du kannst nicht Gepäck schwimmen, oder Sachen irgendwas waren die nicht. festgemacht? Ich habe ja alles immer am Boot wirklich festgeschnürt und wenn du da oben das Zeug verlierst, hast du auch verloren. Richtig, ganz richtig. Naja, und dann sind wir da halt runtergetrieben und du musst halt gucken, dass du irgendwie nicht gegen Steine knallst oder irgend sowas. Also wenn du mit dem Kopf irgendwo dran kommst, hast du dann bist du tot und trinkst. Ja. Und du kannst nichts machen, also das war so, dass dieses Ohnmachtsgefühl, das habe ich heute noch, wo man einfach merkt, du kannst versuchen zu schwimmen, du kannst irgendwas, du streibst runter wie, weiß ich nicht, wie ein Stück Holz, du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Das richtige Strömen. Ja. Naja, und ich habe halt meine Frau irgendwie angebrüllt in der Zeit, habe gesagt, hier, sie soll sich irgendwie am Boot festhalten, dass er irgendwie so, sag ich mal, relativ safe ist in der Situation. Und genau, wie ich es gemacht habe, ich habe mich auch am Boot festgehalten und habe mir im Prinzip dann den Strick vom Boot genommen, habe das irgendwie dann so rausgezogen, dass ich am Ende war. Und dann habe ich eine Schlaufe geknotet und alles im treibenden Wasser und habe mir dann eine Stinge gemacht und habe mir das Boot ins Handgelenk gemacht. Das Boot nicht verlieren. Genau. Warum ich das gemacht habe, also irgendwie alles so. In dem Trubel, in dem. Ja, das ging automatisch irgendwie. Also in solchen Situationen funktioniert es eigentlich ganz gut. Überlegt man nicht, da handelt man. Ja, genau. Na, jedenfalls trieben wir da runter und irgendwo habe ich dann versucht zu schwimmen und es ging nicht und dann irgendwann kam so eine Felsnase, die war ein bisschen höher als das Wasser und da sind wir im Prinzip, habe ich gesagt, also wenn du das schaffst dahin, dann könnte man vielleicht irgendwie raus. Ist ja auch kalt, ne? Und na, jedenfalls habe ich es irgendwie geschafft, kann ich sagen wie. Irgendwie habe ich es geschafft, zu dieser Felsnase hinzukommen und dann habe ich mich halt so drauf gerollt auf diesen Felsen. Aber immer noch das Kanu an deiner Hand. Ja, genau. Und meine Frau hat sich halt so drauf festgehalten. Und dann, als das im Prinzip, sage ich mal, als ich dann oben auf diesem Felsen lag und dann meine Frau weiter runtertrieb mit dem Boot, dann machte natürlich das Boot diese Bewegung und rutscht. Und dann ist meine Frau dann halt vom Boot runtergerutscht. Konnte sich halt nicht halten, weil das Boot dann ja in Richtung Ufer geht. Ja, dann habe ich versucht, das Boot rauszuziehen, es war auch sackenschwer, hat sich ja umgedreht und alles und Frauchen war halt weg. Und naja, irgendwann kam sie halt dann gelaufen und hat es irgendwie ans Ufer geschafft. Und also du konntest in dem Moment gar nichts machen? Nee, da kannst du gar nichts machen. Ja, dann kam es halt gelaufen und die anderen, die hatten dann getreidelt, also praktisch hier mit der Leine, vorne Leine, hinten Leine und haben dann halt vom Ufer aus gesteuert, weil es macht keinen Sinn hier zu fahren. Also die haben gesehen, was passiert ist. Ja, genau. Ja, und das Wetter war auch nicht so besonders, war relativ frisch und meine Frau, die hat extrem gefroren, die war wirklich extrem unterkühlt. Also
ich kann auch bis heute nicht sagen, wie lange das war. Mhm. Das ist völlig gelöscht. Und dann haben wir irgendwie Frauchen sofort umgezogen, irgendwie Schlafsäcke raus, in den Schlafsack rein, Ja. Klamotten rausgehängt, und wo wir dann am Ufer waren und alle waren dann, sag ich mal, wieder versammelt, dann kam immer die Sonne raus. Also es war total bedeckt, es war wirklich Scheißwetter auch. Mhm. Und als die Aktion halt vorbei war, dann war das Wetter gut. Und es wurde warm auch wirklich durch die Sonne. Ja, warm, es waren, keine Ahnung, dann vielleicht 15, 16 Grad, aber es Ja, war die ja, Sonne wärmt ja allgemein ja, schon. und Ja. es war schon irgendwie, wo du dann sagst, also nach der Aktion irgendwie so, Ach, wieder so. irgendwie was so ein Erlebnis, wo du einfach sagst, jetzt irgendwie, das passt irgendwie genau dazu. Wie warum das so bestellt, passiert, ja. so wie bestellt, ja. Das ist manchmal echt unheimlich. Ja. Ja, krass. Naja, und seitdem hat meine Frau halt so ein bisschen Schwierigkeiten mit schnell fließendem Wasser. Also wenn wir jetzt so hier paddeln gehen und irgendwie ist ein Strom schnell oder, Ja, absolut. oder so sagt dann halt auch, oder wenn es im Fernsehen, wenn wir irgendwie einen Film gucken irgendwie und es ist Wildwasser, dann geht nicht mehr. Also dann Kannst du nicht wirklich zugucken. Nee. Also was ist irgendwas geblieben. Krass. Aber wie kann man sich die Stromschnelle allgemein vorstellen? Ist es wirklich nur tausendes Wasser, so gar keine, sag ich mal, eine Rückströmung, wo ein Kehrwasser sich entbildet oder wo man vielleicht mal. Ja, in diesem, wo dieser, der Canyon ist ja halt ziemlich lang, du hast mit Sicherheit, hast du zwischendrin eine Chance da rauszukommen, aber wenn du dann immer in der Mitte vom Fluss bist und dich ziehst da rein, du bist ja nur noch Statist bei dem Ganzen. Nur noch hoffen. Ja, du kannst schon, also man muss sich dann mal legen Also, aufs Boot üben, dass du halt wirklich nicht hier frei irgendwo und dass du halt wirklich, wenn das Boot irgendwo reinkracht oder so, dass du halt dann noch einen Puffer hast oder so, also so ähnlich hatte ich mir das gedacht und dass es halt irgendwie das Boot nicht irgendwo, was weiß ich, wohin treibt und untergeht oder was weiß ich, also dass du ohne Equipment bist du da verloren. Schwimmwesten und so, nehme ich an, hattet ihr alles Ja, wir hatten halt keine Helme auf. Ja, das ohne Helme, das war halt irgendwie vielleicht blöd, aber ja. Aber es war dann nicht so, also die Schwimmwesten habe ich wirklich oben gehalten, es war nicht, dass ihr von der Walze oder so runtergedrückt wurde. Nee, wir waren nur teilweise unter Wasser, also ich zumindest. Trotzdem, ja, man hat ja Sachen und alles an, also das hat ja sein Gewicht, wenn das nass ist, vollgesaugt. Ja. Ja, du hast halt auch dicke Schuhe und irgendwie an, also du paddelst ja jetzt nicht, also es war schon relativ heikel, aber am Ende war es, ja, ich sag mal, ich sehe das immer so, man kann, wenn man so ein Risiko eingeht oder wenn man so Reisen macht, man kann es ja, man muss sich vorbereiten und man kann auch versuchen, die Risiken zu minimieren. Ob das auch Bären sind oder ob das, keine Ahnung, Unterkühlung oder was, aber ein Restrisiko bleibt. Das ist wie wenn man Auto fährt und sagt, eigentlich ist es safe, aber du hast trotzdem Risiko. Also das ist, wenn dann halt sowas eintrifft, dann ist es schon gut, wenn man funktioniert und wenn es dann eben nicht reicht, dann ist halt deine Kerze abgebrannt. Also so sehe ich das. Egal, ob du auf Reisen bist oder ob du irgendwo anders was hast. Das ist einfach, glaube ich. Weil ich bin niemand, der es so herausfordert. Ich habe wenig Angst, glaube ich. Also du provozierst jetzt nicht solche Sachen? Nee, definitiv nicht. Nee. Dass du jetzt quasi auf den Adrenalinkick stehst? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also mir ist auf jeden Fall viel lieber, wenn nichts passiert und wenn es normal abläuft ohne irgendwas. Also ich würde jetzt wegen einem gewissen Risiko, würde ich jetzt nicht kneifen und sagen, ich mache jetzt die Reise nicht, weil, was weiß ich, das Risiko besteht. Das gehört da dazu und das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt da kopflos irgendwas riskieren, definitiv nicht. Ja, also aber bei den, jetzt haben wir zwei so Touren gehört, wo wirklich gefährlich waren teils. Da bekommt Abenteuer eine ganz neue Bedeutung, habe ich das Gefühl. Ja, man vergisst das halt nicht. Also ja, das ist dann eingebrannt. Ja. Und man sind halt auch die normalen Sachen funktionieren da halt nicht, wo man einfach sagt, ja, wie in der Stadt, wo du einfach sagst, oder du hast Funknetz und rufst jemand an. Du musst dann halt schon auch gucken, dass du selber gut aufgestellt bist und dass du eben selber in so einer Situation richtig handelst. Ansonsten, wenn du falsch entscheidest, kann es halt dann auch doof enden. Ne? Dass du dich selber in Gefahr bringst, wenn ihr jetzt eine Gruppe gewesen seid von 7 Leuten, dann ist es ja auch gefährlich für alle anderen Beteiligten. Weil die müssen sich an irgendeine Art dann kümmern. Also, ne? Naja, schon, aber es ist halt schon, es gibt ja auch Leute, die machen Solo-Touren und so, das ist dann schon, also das wäre jetzt zum Beispiel nicht meins. Das machst du nicht? Nee. Also ich bin schon auch gerne alleine und so, aber es ist halt bei solchen Sachen, also finde ich es zumindest zu zweit. Wenn einer sich ein Bein bricht, kann der andere vielleicht noch Hilfe holen oder irgendwas. Wenn du alleine bist und brichst dir was und bist da in solchen Gegenden, dann hast du ein Problem.
Wir hatten es ja schon mal, also ich habe es ja schon mal gesagt, aber wenn ich gerade nochmal höre, also irgendeine Tour müssen wir da schon nochmal planen irgendwann. Irgendwas ist so da. Ich weiß nicht, ob du dir das antun willst, Ich bin ne? nicht so auf das Extreme aus, aber so ein richtiges Abenteuer, da hätte ich schon mal wieder viel Lust drauf. Naja, es war Weißt du halt. nicht, was da so möglich ist? Dieses Jahr hast du gesagt, musst du nochmal nach Kanada. Also, Ja, jetzt, ich muss da schon nochmal rüber jetzt. Ja, ich war jetzt, das letzte Mal war ich ja 2019. okay. Da war ich ja im Winter. Also ist Bekannter, der fährt einen Yukon Quest. Okay. Und für den war ich Dockhändler. Und da war ich im Februar zur kältesten Jahreszeit dann da drüben. Hab den halt unterstützt als Dockhändler und. Hat die Tour mitgemacht? Nee, also du als Dockhändler bist du ja nicht auf dem Schlitten, die fahren ja selber und du fährst dann quasi du die fährst Station und nimmst die Hunde entgegen und beräumst die Camps und bist dann halt gerade in Dawson City, wenn die das Layover haben, 36 Stunden, übernimmst du die Hunde, weil die Jungs sind halt total tot. Ja. Die brauchen halt die Pausen, ansonsten das ist ja auch diese Zwangspause. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also es war auch vom Zeitdruck her, du schläfst ja nicht, du bist ja dann nur unterwegs, wenn der nachts um 3 irgendwo ankommt, musst du da sein, egal wie die Witterungsverhältnisse sind. Und das war schon ziemlich cool. Also Start war bei, weiß ich, um die 50 Grad minus. Das ist dann schon nochmal anders wie in Lappland. Gibt es davon Bilder? Einfach um sich das vorzustellen, wie man dann dort aussieht, wenn man da so losfährt? Da gibt es Bilder, also da muss man ja da gibt's Bilder. wirklich eigentlich jedes Stück Haut eigentlich bedecken, dass das wirklich nicht von dem Fahrtwind ja, oder so. Ich bin da eigentlich nicht so. Ich war bei Gut, du hast noch einen guten Bart, nicht? Ja, der ist dann gefroren. Wenn der dann gefroren ist, weiß ich nicht, wie sich das verhält mit der Haut. Kriegt man da noch irgendwie? Ich hab da keine Probleme. Nee, also, ich mach mir da keinen Kopf. Nee. Also was halt war, damals, bin relativ kälteresistent, generell. Und sollten wir vielleicht doch die Plätze tauschen. Und bist du hierher? Nee, und jedenfalls hatte ich das, da war ich glaube ich der Einzige, der beim Einspannen und beim Start, da war es halt so wirklich kalt. Da hatte ich keine Handschuhe an. Du hast ja kein Gefühl in Handschuhen. Nee, aber ja, normal kannst du bei 50 Grad minus oder was weiß ich, 48, 46 Grad minus hast du eigentlich Handschuhe an, weil das ist relativ schnell. Und das hat aber funktioniert, also es ging. Wie lange hattest du da die Handschuhe nicht an? Weiß ich nicht. Ich wollte ja dann noch gucken, wie die anderen gestartet sind. Halbe Stunde. Wie geht das? Na, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe letztes Jahr habe ich eine Fjelltour gemacht mit Ski und Pulga. Und da sind bei 3 Grad plus los und dann Wetter umgeschwungen. Schneesturm, ziemlich kalt, 18 Grad minus müssten wir gehabt haben dann. Und da hatte ich halt, sag ich mal, viel zu dünne Handschuhe mit. Weil du doch nach wie vor dachtest eigentlich, dass es... Ja, weil ich normalerweise war, ich brauche eigentlich, also ich nehme welche mit, aber eigentlich brauchst du nicht. Und dann war halt alles nass und wir waren komplett gefroren von oben bis unten und dann auch eine Woche draußen. Und dann am letzten Tag habe ich mir halt kompletten Fingerspitzen erfroren. Okay. Und seitdem, also Fußsohle erfroren, Fußsohlen erfroren und Fingerspitzen. Letztes Jahr, ich weiß nicht wann das war, April oder März. Also die war hier im Fjell. Und wie weit war die? Und 6, also eine Woche hat man gesagt, 6 Tage haben wir gemacht und es war aber nicht so, es waren 150 Kilometer, irgend sowas, 160 Kilometer. Aber mit Pulka 30 cm Neuschnee. Overflow vom Feinsten über die, also wir sind praktisch ja manchmal nur bis zum Knöchel, über den Knöchel im Wasser. Die großen Seen und dann hast du halt nur nasse Füße. Dann wenn das über Nacht 18 Grad minus wird oder 15 Grad minus oder reichen schon 12, dann ist halt das Problem, dass du halt irgendwann die Klamotten auch nicht mehr getrocknet kriegst. Also es war halt wirklich, wir sind im Whiteout gelaufen, da wussten wir überhaupt nicht, wo wir hinlaufen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Tour, muss ich sagen. Es war halt im Endeffekt, muss ich sagen, es war vom Ganzen war's richtig cool. Aber so das Ergebnis, ich meine... Ja, das Ergebnis war nicht so optimal. Aber es ist schön, du siehst wirklich immer die positiven Dinge. Also. Ja, irgendwie ein bisschen Schwund hast du immer, ne? Was hast du schon alles so für Länder bereist, sag ich mal, mit deinen Touren? Es geht ja hier um die Abenteuer, die du schon erlebt hast. Skandinavien, Lappland halt am Anfang, Island, ja. Spitzbergen, ziemlich viel Kanada, Alaska. Was müsste das eigentlich gewesen sein? Also komplett Norden außer russischer Arktis. So. Okay, Russland nicht.
Nee, das noch nicht, aber das steht noch auf der Liste. Momentan ein bisschen schwierig, aber würde Habe schon ich noch auch mal gerne. so, ne, als Ziel. Warum gerade die nordischen Länder? Und was zieht dich? Ja, Also du meintest ja, du bist relativ kälteresistent, aber... ja, ne, kommt es die ist Vorliebe? landschaftlich ist es natürlich sensationell. Also es ist extrem viel Natur. Fürs, Teilig, ne? es ist fürs Hirn eigentlich zu viel Natur, weil du kannst die Dimensionen eigentlich gar nicht fassen. Also es ist für mich immer wieder, wenn ich in den Regionen bin, so immens groß und die Distanzen sind so riesig, das kriegst du eigentlich gar nicht gebacken zu realisieren, wie riesig das ist. Und man merkt halt dann auch selber, wie klein man eigentlich ist und wie unbedeutend man ist. Und ob du da jetzt irgendwo bist, ob du da jetzt da bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist halt das, wo ich sage, Landschaft relativ ursprünglich noch, gibt ja viel, was weiß ich, trotzdem Rodung überall und was weiß ich, Bergbau. Und ja, Kanada ist viel mit Holzabbau und so. Und das ist schon bitter, wenn du das siehst, was da irgendwie kaputt geht und kaputt gemacht wird. Aber so generell ist das halt irgendwie so meine Herzensheimat. Also bin ja in Deutschland geboren und habe da gearbeitet und gelebt, ganz schön lange. Aber es war eigentlich immer, wenn ich unterwegs war, eher mein Ding. Deswegen bin ich da immer wieder zurück, muss ich sagen. Und dann, ja, wenn man irgendwann auf dem Weg ist, bei Land, wo man sagt, das ist toll, gibt es ja immer auch Steigerungen und dann machst du halt dann im nächsten Jahr was vielleicht noch eine Steigerung ist oder ja, also das. Ja, was hat dich speziell nach schwedisch Lappland gebracht? Und wenn du sagst, Kanada ist eigentlich so deine Herzensheimat? Naja, um es kurz zu sagen, ich wollte im Prinzip in den Yukon gehen und habe auch fest vorgehabt, dort auszuwandern, dahin auszuwandern. Wir haben aber 2 Kinder, die im Prinzip ja, eine Behinderung haben und auch gesundheitliche Vorgeschichte haben, wo das selbst für ja, jemand wie mich, der eigentlich keine großen Probleme immer sieht, wo man einfach sagt, das ist schon heikel, da jetzt hinzugehen oder hingehen zu wollen. Meine Frau konnte halt da jetzt das nicht absegnen. Die hat gesagt, also ich kann das nicht. So, und dann stand ich vor der Wahl, entweder ich gehe alleine darüber und lasse meine Familie zurück, was ja mehr oder weniger in der Trennung geendet hätte. Ja. Oder ich suche eine Alternative. Und dann ist mir irgendwie Schweden in den Sinn gekommen, sagt, ja, warst ja auch schon nur in Lappland. Wir sind ja auch mal komplett Lappland mit dem Fahrrad abgefahren. Mit deiner Frau? Ja. Ja. Und dann haben wir halt irgendwie, habe ich gesagt, okay, was ist mit Schweden oder Lappland? Und dann hat sie nichts gesagt. Und dann habe ich sofort hier geguckt, was es gibt. Und dann sind wir halt hier gelandet. Also es ist halt eine gute Alternative, gerade in Bezug auf unsere Familiensituation. Ich sag mal, es ist nicht dasselbe für mich, aber so fürs Leben super Sache. Ja. Wenn man jetzt nochmal zusammenfasst, auf deinen Touren hast du Schweden, Norwegen bereist, Grönland, Finnland, also alle lappländisch, also alles Ja, in Lappland? ja, Alles im Norden, im nördlichen Teil. ja. Okay, dann Grönland. Estland, also Grönland, Westen und Osten, Nordosten, Spitzbergen, ja, Alaska, Kanada, also viel, British Columbia, Yukon sehr viel, Alaska. Wenn man jetzt die 8, 9 Länder sieht, gibt es ein Land, was dich da am meisten fasziniert? Also, welches wäre jetzt dein Lieblingsland, sage ich mal so? Ja, das Lieblingsland ist eigentlich, ja, das ist Kanada bzw. der Yukon als Provinz. Da habe ich mit am meisten gemacht. Da fahre ich eher so vom Gefühl her nach Hause. Und das ist so riesig, dass du da ja allein in der Provinz, wenn du das wirklich detailliert machen willst oder von mir aus noch British Columbia dazu, dann brauchst du ja 6, 7 Leben, um das überhaupt wirklich im Detail zu erkunden und nicht nur dran vorbeizuschrappen. Und ich sag mal, Grönland ist mindestens also krass, von den Dimensionen her ist das ja genauso nicht fassbar. Und ich habe halt irgendwann so festgestellt, dass es halt Sinn macht, weil man nicht alles kann, Lebenszeit ist begrenzt, wo man einfach sagt, es macht schon Sinn, sich irgendwas rauszusuchen, was man dann halt wirklich detaillierter bereist und
Damit hast du dich auf die nordischen Länder allgemein Ja, festgelegt. das schon, aber ich habe dann halt mehr, also gerade Yukon und Grenze zu Nord-BC, so die Gegend, das ist so ein bisschen so. Das ist wirklich deine Heimat. Ja. Im Süden, also nicht in den warmen Gegenden, da trifft man dich nicht an, sag das mal so. Ja, ich war einmal in 26 Jahren eine Woche auf La Palma. Da hatte meine Frau irgendwie drum gebeten, ja, und da habe ich gesagt, da fahren wir aber irgendwie, wenn es nicht so heiß ist, und da sind wir irgendwie, ich glaube im Januar, Februar sind wir dann dahin. Das war auch nicht schlecht, also so vom Wandern her, aber jetzt irgendwie auf Malle oder irgendwie wirst du mich nicht finden. Welche Ecke warst du da? La Palma, wir waren überall. Wir hatten ein Mietauto und sind dann halt viel wandern gewesen. Und also nicht der typische Hotelurlaub mit nee, wir hatten hier bei irgendeinem so eine ganz kleine, so ein Gartenhaus hatten wir da gemietet von so einem Typen. Und das war echt in Ordnung. Also, aber ich muss das jetzt nicht so oft haben. Mit der Wärme ist nicht so deins. Nee. Er ist dann nämlich ganz anders. Ja, also mich. Er wollte jetzt mal den Winter kennenlernen, nicht aber. Ja, genau. Du hast ja schon viele Touren gemacht. Gibt es irgendwelche Gegenstände oder einen gewissen Gegenstand, wo du sagst, ohne den machst du keine Tour? Die wichtigsten allgemein, Oder das die wäre so wichtigsten interessant. Eine Mütze. Okay. Also dich sieht man ohne Mütze nicht. Also Nee, also ich hab jetzt mittlerweile wenig Haare, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und irgendwie, wenn du über den Kopf frierst du halt am meisten und irgendwie dann macht eine Mütze auch Sinn. Ja. Ansonsten habe ich halt irgendwie, ich habe beispielsweise eine Fließjacke, die ist bestimmt 23 Jahre alt und da ist jetzt mittlerweile irgendwie der dritte Reißverschluss eingenäht worden, die macht auch nicht mehr warm, aber die war halt überall mit. Und die kann ich nicht zu Hause lassen. Also wenn ich irgendeine Tour mache, das Ding muss mit. Ansonsten ist das irgendwie Ausrüstung nicht vollständig und die macht eigentlich nur warm, weil sie schon überall mit war. Ansonsten ist die so dünn und hat überall Löcher und Brandlöcher. Und mehr im Herzen warm? Ja, das ist so eine Herzensjacke und die ist auch immer mit. Also wie gesagt, ich hab auch, meine Mutter hat immer diese Reißverschlüsse eingenäht, die weigert sich jetzt, wo sie sagt, das ist nichts mehr zum Nähen da. Schmeiß das Ding endlich weg. Ja, das redet die schon Jahre und jetzt gesagt, also jetzt wird nichts mehr genäht. Also jetzt muss ich mir eine andere Näherin suchen, wenn das dann wieder so weit wäre. Nee, meine Frau würde so Sachen sonst auch machen, ja. Nee, ansonsten, sagen wir haben halt, keine Ahnung, was halt zählt. Du brauchst ja, sag ich mal, guten Schlafsack, guten Rucksack, irgendwie Isomatte. Ich bin halt nicht der Ausrüstungsfanatiker, das ist alles ziemlich simpel. Auch es muss funktionieren und sein Zweck ziemlich alt und irgendwie, ich glaube, ich bin relativ stur, beziehungsweise sehe das auch nicht ein, warum ich da jetzt hier so eine, was für eine dicke Isomatte mitschleppen muss. Dann nehme ich halt eine ganz normale, leg mich da hin, schlafe ich auch bloß. Also das ist mir nicht so ja, wichtig. Kann am Ende halt eine Rolle spielen, wenn man jetzt sagt, das Packmaß, das ist irgendwie, ja, darf nicht zu viel werden, zu voluminös. Das stimmt. Zu schwer. Aber als ich angefangen habe mit Reisen, da sind wir irgendwie los bei der Island-Tour, wo dann Leute sich ausrüsten, dann hatten wir irgendwie ich hatte so eine Jacke, da stand Regenjacke drauf, das war keine. Der Kumpel, der mit war, der hatte von seinem Vater so ein Ostfriesennerz mit und von seiner Mutter die Einkaufstaschen fürs Fahrrad. Und damit sind wir 1600 Kilometer durch Island gefahren. Und wenn du das irgendjemand zeigst, der bei Globetrotter einkauft, der sagt, das geht nicht. Und wir sind halt dann irgendwie los. Und das macht es ja auch aus, dass man einfach sagt, es läuft viel im Kopf ab, es ist viel Willen dabei und Durchhaltevermögen und auch so. Und das sage ich mal, man braucht halt schon einen gewissen Biss, dass du halt zwischendurch nicht sagst, ich bin jetzt breit und ich schmeiß das jetzt hier in der Ecke und jetzt fahre ich nach Hause. Also das findet bei mir nicht statt. Gab es auch noch nie, dass du irgendwie, das wäre mal interessant. Gab es das schon mal, dass du eine Tour beendet hast, weil irgendwas zu gefährlich war oder es einfach nicht mehr weiterging? Nö. Haben wir in Kanada mal, waren wir auf so einem See, haben auf einer Insel gecampt, waren unterwegs und dann hat halt ein Bär unsere ganze Camp Zelte zerstört und alles sowas. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir jetzt hier bleiben, macht es keinen Sinn. Gefährlich. Dann haben wir halt, das sag ich mal, abgebaut und sind dann halt weiter. Aber ansonsten auch wegen. Also da wart ihr auf einer Insel? Also der Bär hat selber schon den Weg zu. Ja, wir haben auch mal, also eine Sache haben wir abgebrochen, das war auch Spitzbergen. Da haben wir eine Wanderung gemacht, waren wir zu dritt und da waren wir so mal 2/3 der Strecke haben wir schon gelaufen und dann kam halt ein Eisbär. Und der war ziemlich groß und irgendwie der Freund von uns, das ist der mit der guten Orientierung, der ist damals erst Vater geworden und irgendwie war der dann nervlich nicht mehr ganz so stabil.
weil der Eisbär halt, und der ist halt auch nicht weg. Also der kam dann hoch eine Weile hinter uns hergelaufen und dann war das so hügelig und irgendwie da hat er dann relativ, ich habe gesagt, wir können jetzt hier bleiben, können das aussitzen und gehen dann halt morgen weiter, aber der war nicht mehr so in der Lage mit weitergehen, weil der hatte schon Angst. Und das war halt so ein Ding, wo ich dann gemurrt habe und gesagt habe, scheiße, jetzt sind wir immer hier und ich bin dann halt der eigentlich weitergeht. Also jetzt nicht, um das rauszufordern, aber einfach um zu sagen, ja, wir sitzen das aus, wir können Nachtwache halten, wir können gucken. Da war auch irgend so ein, was weiß ich, wie so eine Art Schutzhütte irgendwo, hätten wir da uns irgendwie verstecken können oder was weiß ich, wo es hat, dann vielleicht ist er morgen weg. Hattet ihr eine Waffe dabei? Ja. Ja, Musste ja, sobald du lange Bühnen verlässt, brauchst du ja eine Waffe. Okay, ja. Aber das muss ja für jeden auch mental okay sein. Und das war für ihn in dem Moment nicht mehr okay. Und dann macht es keinen Sinn, wenn du Für das mich war, glaube ich, der Punkt wirklich, dass man wirklich sich wehren kann, also mit einer Waffe. Das wäre, glaube ich, das, wo mich dann auch beruhigen würde, wenn ich das. Also ja, das ist aber eine falsche Beruhigung, weil du musst den ja auch richtig treffen. Und absolut, das aber trotzdem ist keine halt besser Garantie. wie gar nicht. ist, Oder ja, Bearspray, kann er das ja viel, das mit dem Bearspray. Ja, ich Da kenne auch fühle ich Leute, mich die jetzt haben nicht schon, wirklich sicher. Ja, macht schon ein sicheres Gefühl, aber ich kenne halt auch Leute, die haben dann halt 5 Meter entfernt vom Bären gestanden, haben gesprüht und es ist nichts passiert. Manche werden dadurch sogar richtig aggressiv. Also das ist so eine Sicherheit, ich meine, die beste Sicherheit ist halt, dass du so Sachen vermeidest, dass es gar nicht zur Konfrontation kommt. Das ist so das, was wir haben, oder dass da halt wirklich auch Zeug aus dem Camp oder aus dem Zelt und dass du halt wirklich woanders kochst. Und das ist halt so, finde ich, fast wichtiger als, also wir sind mal durch Alaska gelaufen, also haben wir so einen Trail gemacht. Und da hat halt eine Bärin kurz vor uns einem Typen das Gesicht zerbissen. Der ist halt zwischen Bären und den Jungen gekommen und der hat die angegriffen und wir hatten damals kein Spray mit. Also du schläfst jetzt nicht wirklich gut. Also das war halt irgendwie so, das war so ein Tal an so einem Fluss, wo dann wirklich die ganzen Lachse geschwommen sind. Und du hast halt überall die Bärenscheiße, überall diese ganzen Liegestellen und die ganzen Trails gesehen, weil in diesem Tal, das war links und rechts ging halt die Berge hoch, in dem Tal, da war halt alles, was an Viehzeug da war, ist halt im Tal am Fluss gewesen. Gegen den Lachsen dann. Und wenn du da irgendwo schläfst, dann schläfst du halt nur mit im Auge. Ich sag mal, wenn der Bär jetzt kommen will oder so, ich habe das auch schon gehabt, dass halt der Bär dann im Zelt ist und da drin liegst, sagst du, jetzt kommt jetzt rein, kommt noch nicht rein irgendwie und dann es war ja schon 2-3 Mal so Sachen, wo es dann knapp war, es war aber nie, also wo der eine, der hat mich mal angegriffen, wo der im Prinzip auf dieser Insel unser Zelt zerrissen hatte, hat auch unsere Essensbox aufgebrochen und wollte das halt nicht aufgeben. Und da habe ich halt 2-3 Mal vor denen in die Erde geschossen. Und dann hat er sich halt überlegt, dass er da nicht nochmal angreift. Aber Das war ein schlauer Zug, denke ich. ja, aber ich will ja, ich würde nur in der allergrößten Not dann aber trotzdem, abdrücken bzw. auf den Bären schießen. Ja. Mussten 2-mal auf einen Moschusochsen, haben wir kurz auch vorher in der Erde, der hat uns dann auch auf der Runde nehmen wollen, in Ostgrönland. Ansonsten haben wir eigentlich mit Tieren, wie gesagt, der Eisbär hat uns ja dann in Ruhe gelassen, das war jetzt nicht, dass der jetzt uns angegriffen hat oder irgend sowas. Aber es ist halt schon wie im Zoo, nur ohne Gitter halt. Ne?